Moment mal. Schaut mal hier. Landwirtschaftsmaschinen. Da habe ich doch eine Idee. Schaut mal, was hier steht. Ein alter Fendt Farmer 2. Da fällt mir doch was ein. Hier gibt es doch auch bestimmt Sammlermodelle von. Oder? Mir schwebt da was im Kopf. Ich glaube, ich habe da was für euch. Ja Leute, gesagt, getan. Ich habe die Firma Viking gefragt, ob sie bereit wäre, mir Produkte zur Verfügung zu stellen für den Kanal. Und sie haben mir tatsächlich 2 Sachen geschickt. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Und zwar ist es einmal der Fendt 1050 Vario und passend dazu ein Anhänger. Hier der Krampe-Kipper Hakenlift THL 30L mit Abrollcontainer. Big Buddy 750 nennt sich der. Und ich fand das sehr ansprechend. Das ist auch der größte Anhänger, den Krampe, glaube ich, im Portfolio hat. Also die Firma von dem Anhänger. Und ich würde sagen, wir packen die Sachen jetzt mal aus und schauen mal, wie das Ganze aussieht. So, hier ist das Ganze mal ausgepackt für euch. Und ihr könnt schon sehen, das ist wirklich ein gewaltiges Teil. Das ist der Fendt 1050 Doppelbereifung. Ja. Und an der Stelle nochmal ein Dankeschön natürlich an die Firma Viking, die das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Ja. Wenn ihr das Ganze selber kaufen wollt, könnt ihr auf deren Shop gehen. Link ist hier in der Beschreibung und eingeblendet. Und da könnt ihr die Sachen auch erwerben. Und ich muss euch das leider jetzt kameratechnisch anders zeigen, weil beides auf einmal geht nicht, außer in dieser Perspektive. Und das ist etwas doof für mich. Ich hoffe, ihr versteht das. Also so sieht es, wie gesagt, insgesamt aus. Und das hier ist der Traktor einzeln. Ja. Ich werde das Ganze hier mal wegschieben. Das kann man hier übrigens natürlich anhängen, den Wagen. Ja. Also den Anhänger. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Das ist wirklich sehr detailliert gemacht. Ja. Schaut mal. Also kann man hier so einen kleinen Nippel auch hochheben und so einen Stift reinschieben. Das ist mit den Handschuhen ein bisschen schwierig, deswegen müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Und da kann man das hier direkt reinfahren, wie ihr sehen könnt. Ne? Ja, den Anhänger schauen wir uns gleich an. Und wir gucken uns detailliert nochmal diesen schönen Traktor hier an, der wirklich beeindruckend ist, sowohl in der echten Natur als auch hier in Miniatur. Ja, sehr detailliert umgesetzt, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Wir schauen uns die Front an, erstmal. Ja. Und ihr könnt sehen, das ist wirklich ein sehr breites Teil, damit er eine bessere Auflagefläche auf dem Feld hat und das Ganze nicht beschädigt, ja, die Ernte und alles. Und deswegen braucht er natürlich entsprechende Breite. Auf der Straße wird es natürlich schwierig. Und wir können hier sehen, vorne den Aufzug Fendt. Ja. Wer kennt nicht diese Traktoren? Hier mit den schönen großen Scheinwerfern und natürlich dem Logo. Und hier vorne seht ihr auch sehr detailliert gemacht, die Aufhängung für die Frontmaschinen. Und da kommen wir gleich zum ersten mitgelieferten Zubehör. Und zwar, das ist hier ein Gewicht. Ja, das ist auch aus Metall. Das ist auch relativ schwer. Und das können wir hier anhängen. So, und da sind hier so durchstochene Löcher quasi. Und da kann man es einhängen. So, hier könnt ihr sehen, das Gewicht eingehängt. Und also es braucht natürlich auch in echt, damit er nicht, sag ich mal, nach hinten versinkt. Und wir schauen uns mal die Seiten hier an. Und die ist wirklich, wie gesagt, sehr massiv mit den Doppelbereifungen. Und wir können sehen, hier drin ist auch eine Schraube. Und da kommen wir auch wieder zu einem mitgelieferten Zubehör, nämlich hier diesen da. Ein Schraubendreher, beziehungsweise hier, man kann die Felgen abdrehen. Ja. Ich mache das jetzt hier nicht. Sonst fliegen sie weg, aber man kann sie theoretisch abnehmen. Ja? Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch das Heck an, bevor wir zum Fahrerhaus kommen. Und hier, wie gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr breites Fahrzeug für die Landwirtschaft und auch als Modell sehr imposant. Hier auch die Aufhängung, alles relativ detailliert gemacht worden. Ja? Hier die großen Doppelbereifung in echt, glaube ich, die Trelleborg-Reifen. Ja. Da habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Das steht leider hier an der Seite nicht drauf. Das hätte man vielleicht noch umsetzen können. Aber wir schauen uns jetzt natürlich mal das Führerhaus an, beziehungsweise schauen hier kurz nochmal auf die Details mit der kleinen 60, die hier steht und diese kleinen Aufkleber, ja? Diese Warnhinweise. Und wir schauen uns jetzt das Führerhaus an. Ich hoffe, ihr könnt da was erkennen. Ist auch sehr detailliert gemacht worden, das Ganze. Hier im Rückspiegel, die kann man auch bewegen, wie ihr sehen könnt. Hier steht auch nochmal Fendt 1050 Vario drauf. Warntafeln sind da.
Und hier hinten kann man auch noch reinschauen. Also es ist wirklich sehr detailliert gemacht, meiner Meinung nach. Und es gibt natürlich auch noch eine, sag ich mal, bleib hier, eine kleine Überraschung. Und zwar, man kann die Türen öffnen, ja. Also zumindest die hier, da kann man reinschauen. Und noch ein kleines Highlight, man kann sogar hier hinten das Heckfenster öffnen, ja. Na, so. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache, ja. Also hier könnt ihr noch besser reinschauen. Und hier hinten. Also das ist wirklich cool gemacht, ja. Sehr filigran auch, also ist wirklich detailliert gemacht worden hier. Mit einem schönen Mechanismus, wie ihr hört. Ich bitte übrigens die Windgeräusche zu entschuldigen. Hier an der Seite sehen wir übrigens noch einen Tank, ja, also wahrscheinlich Wischwasser mit dem blauen Deckel. Und wahrscheinlich auch Tankbefüllung, das weiß ich jetzt nicht. Und jetzt kommen wir noch zu dem, sag ich mal, letzten Highlight des Ganzen. Und zwar, das ist der Motor. Kann man hier auch öffnen. Das ist übrigens auch eine Metallmotorhaube. Wie gesagt, das Ganze hier ist aus Metall gefertigt. Das finde ich sehr gut. Hier könnt ihr schon sehen, hier ist auch eine kleine Stange. Und das ist der Motor. Und in Wirklichkeit ist das ein großer MAN-Motor mit über 500 PS. Ja, also das ist wirklich auch das Größte, was Fendt zu bieten hat. Und ja, seit es den auf dem Markt gibt, habe ich den, ich glaube, einmal gesehen, aber natürlich nicht als Doppelbereifer. So viel zum Fendt. Hier sieht man übrigens noch auf der anderen Seite den Auspuff. Auch sehr gut gemacht. Die Tür hier auf der Seite geht leider nicht auf, aber da könnt ihr sehen, da ist eine Kühltruhe, ja, oder eine Kühltruhe ist das. Und deswegen ist das hier, sag ich mal, versperrt. Ich stelle den jetzt mal hier hinten hin und hole uns den Anhänger herein. So, der von der Firma Krampe quasi ist, also im Original. So, kommt hier kaum drauf, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal hier den vorderen Bereich an. Und das ist auch sehr filigran und detailreich gemacht worden. Hier mit den Aufklebern kann man sehen. Das ist alles sehr, sehr gut, finde ich. Hier die Kabel und hier, wie gesagt, auch ein Ständer, ja, wo man ausfahren kann. So, dann kann man den ganzen Wagen hier abstellen. Und ja, das hier ist im Prinzip der Rollcontainer. Den kann man auch öffnen. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Hier mit der Heckklappe kann man direkt das Ganze hier öffnen. Und man hat sogar noch eine kleine Klappe hier hinten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier. Ja, da kann man auch noch mal öffnen. Für die kleinen Teile, sage ich mal, Mais oder sowas vielleicht. So genau weiß ich das nicht, was man hier reinfüllt. Man kann wahrscheinlich alles reinfüllen. Hier auch sehr detailliert, wie ich finde. Das Ganze. Ja, hier Nummernschild, die ganzen Bezeichnungen. Hier ein kleiner Aufkleber mit der Geschwindigkeit 40. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Außerdem, ich finde übrigens das Logo von Krampe sehr lustig mit dem Rhinoceros. Das hier, sage ich mal, das Ganze zieht. Und jetzt kommen wir noch zum Highlight des Wagens. Außer übrigens, dass das hier eine Dreifachbereifung pro Seite ist, also insgesamt 6. Und das hat noch eine besondere Funktion übrigens. Und zwar hier kann man die Achse noch lenken. Und zwar, das ist, glaube ich, der Hundeschritt heißt das. So dass man auf dem Feld, sage ich mal, nichts beschädigt und das Ganze für Gewicht verteilt wird von dem Ganzen. Mitgeliefert übrigens bei dem Anhänger ist noch hier solche Reifenstopper, sage ich mal, und ein kleiner Stift, den man wahrscheinlich hier vorne reinstecken muss, ja, oder kann. Und ich lege das mal wieder hier rein. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, dass man das Ganze auch noch abheben kann, also hier ankippen, einmal zurückschieben und so. So sieht es im Prinzip aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und jetzt könnte man im Prinzip sich vorstellen, wie der Container weiter zurück abgelassen wird. Und man kann aber hier auch noch direkt abnehmen, das Ganze. Ja? Also das ist der Container selber. Aus Metall, auch hier. Ja? Das gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns den Untergrund bzw. den Wagen selbst an, das Gestell. Auch wirklich detailliert gemacht, finde ich. Wie gesagt, auch hier der Haken, ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Kleiner Kritikpunkt vielleicht hier, das Wellblech, das hätte ich vielleicht noch aus Metall gern gesehen. Das ist nämlich nicht aus Metall. Dann wäre es, sage ich mal, komplett. Und ja, also würde sich einfach besser anfühlen, denke ich mal. Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen.
Ja Leute, das war's schon mit der Vorstellung dieser zwei Sachen. Dieser zwei Produkte von Viking. Wie gesagt, wenn ihr die auch haben wollt, die könnt ihr bestellen im Shop von Viking. Und ich würde sagen, das war jetzt mal ein etwas anderes Video. Sagt mir mal, wie ihr das fandet. Soll es davon noch mehr geben in Zukunft? Würde euch interessieren. Schreibt es in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.